Hallo und herzlich willkommen zurück zu Solasta, Crown of the Magister. So, die Gefährten stehen jetzt hier immer noch im Lager der Karawane. Wir haben Gala Goldzunge geholfen, diese Assassinen zu besiegen. Man sieht ja hier noch den Toten. Und wir sollen seine Habseligkeiten sowie eine Nachricht nach Coparann bringen. Und dahin geht es jetzt mal weiter. So, die Reise hat jetzt einfach mal 3 Zwischenstopps gehabt. Das war jetzt auch genug. Und das Ziel sieht ja tatsächlich nochmal nach einer florierenden Stadt aus. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch auf die Reaktion gespannt von Kythaela. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, wen ich meine. Weil es wird sich wahrscheinlich ziemlich verändert haben zu ihrer Erinnerung. Allein schon, weil hier wahrscheinlich sowohl halt nicht mehr nur Elfen sind. Sagen wir mal so. Man sieht ja hier schon auch Berge. Halt! Do you seek entrance to our fair valley? Yes, we do. Then go see Sergeant Nickernin in the guardhouse. Thank you. Clear skies. Stay in the light. Good day. I'm Sergeant Nickernin, Officer of the Day. What business brings you to Coparann? Well, Sarge, we found something of yours on our way here. Of mine? What exactly? Here they are, Sarge. The ring, the badge, insignia. The man who wore those was of middling height. Broad shoulders, dark hair, and a broken nose. Am I right? Correct. You knew him then? He broke his nose after an exchange of views behind the barracks. Roald tried to headbutt his basic training instructor. That was me. Now tell me, what happened to my good friend Roald? First, please accept our sincere condolences. Thanks. Now tell me where, when, how, and who. 2 days ago. It was at small camp in some Manacallan ruins. He was found almost dead by the caravan people. They tried to heal him, and then some travelers in the caravan rushed in to kill your friend and the guards Master Gala had posted. And no idea who those guys were? No, Sarge, they look like common mercs to me. Did Roald say anything to you? It was too late for him. Dire news. Listen, go and speak to the Ceannard. Tell him everything. The Ceannard? The Ceannard is the ruler of the Vale of Coparann. And where is the Ceannard? You can find him at the town hall at this hour. Give him this note from me and tell him exactly what happened. Here, my signature on the letter from Gala. Take it to Master Warmhearth at the general store. And here's a note for the Ceannard. Stay in the light. Is this Baron really a dwarf? Charming little Either dwarf. I can't call a dwarf my lord, can I? Hier hat irgendwas gegen Zwerge, oder? That sounds wrong. Well met, what can we do for you on this fine morning? Wir haben einen Brief für euch. Clear skies to you. Master Goldentongue sent this letter. Of course, of course. Yes. Master Goldentongue's instructions are quite clear. Here's your money, and here's a receipt to sign. Would you be interested in sampling our wares? Well, what'd you sell? Okay. Der Auftrag ist schon mal abgehakt. Kettenhemd. Fehlt halt hier immer wieder so wirklich. Ja, bei der ganzen Ausrüstung, das wo ich sage so, geil, will ich. Hier, 18 Rüstung.
Das wäre geil. Dann nochmal 2 mehr. Aber die ist mir zu teuer. Die ist mir weit zu teuer. Ich sag mal vielseitig. Das ist aber vom Schaden her auch wieder nicht besser als das, was ich halt schon habe. Hm. So, dann will ich mich auch hier erstmal ein bisschen umsehen. Abholen, Wachen, Bürger. Haben wir hier? Okay. Tschüss. Dann gehe ich halt nicht da rein. Paler Kleriker von Arun. Sun on your face, travelers. My name is Athena Bladeburn, priestess of Aaron. What can I do for you? Benötigen eure We Dienste. need your powers. Achten die. Okay. Ah, mit der kann ich auch was entdeckt. Magische Auren bei allen Gegenständen, die von Gruppenmitgliedern getragen werden. Ah. Aber gut, das hier, das kann ja beides Niala für mich machen. Aber vielleicht habe ich mit diesem Magie-Entdecken dann auch auf seinen Handschuhen diese Magie halt entdeckt. Dass mir das halt vorher gar nicht aufgefallen ist, weil es vorher gar nicht angezeigt wurde. Ich dachte halt, ich entdecke damit so Zeug in der Umgebung und nicht im Inventar. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Er muss im Einklang mit seinen Stiefeln sein, damit der den Heimlichkeitsattribut-Bonus da bekommt. Und die anderen auch alle für ihre Gegenstände. Sie kann sich einfach so damit halt bewegen. Was haben wir hier hinten noch? Die Mine. Das ist ein schwarzes Brett. Milan, Hauptquartier der Plünderer. Ach, die Plünderer-Gilde ist auch hier. Dann ist das hier so wie eine zweite Hauptstadt jetzt, ne? Are you the local boss of the scavengers? Yeah, you could say that. Not bossing much, I'm afraid. We used to have adventurers raiding around here, but now, just one. One? Yeah, she's around somewhere. You might run into her. We found an old Timorian monastery, south of here. Yeah? Tell me where. We'll take care of it. Waren diese Ruinen tatsächlich ein Kloster, ja? So. Finsteres Schloss fortlaufend. 13 Tage immer noch verbleibend. Das ist halt echt mega weit. Aber theoretisch müssen die auch das große Tor, was da ist, benutzen können, oder? Das Orakel wird geplündert, die Timarische Ruinen und Ruinen eines imperialen Außenpostens. Die sieht ja aus wie die Karawane gerade. Das hier war das alte Kloster. In der Nähe dieser tiamarischen Klosterruinen habt ihr einen menekelonischen Mausoleum einer Elfenmagierin gefunden, die anscheinend seit dem Kataklysmus vor sich hingedämmert hatte. Also, ich war mir jetzt unsicher, weil es hieß ja am Anfang mit dieser Quest irgendwie das Kloster. Und ich war mir jetzt unsicher, ob diese Ruinen wirklich das Kloster sind oder ob das Kloster jetzt wieder eine separate Ortschaft sind.
Aber dann war das wirklich das. Und das hieß jetzt einfach das Kloster, also so von der Quest her, weil es halt doch... Guck mal, hier ist schon der Ceannard, zu dem wir dann später. Weil das Kloster jetzt quasi diese Ereignisse hier angestoßen hat. Ne, mit Kythaela, die dort geschlummert hat. Jetzt auch nicht raus. Was haben wir hier? Bartender, also Barkeeper. Gasthausdienste, okay, dann ist hier das örtliche Gasthaus. Einfach mal ein bisschen besuchen. Sergeant und Markt. Wo sind halt die Zimmer? Die brauche ich jetzt nicht zu durchforsten. Da hinten ist auch nichts weiter. Okay, ich bin anscheinend durch. Hier die fetten Gebäude in der Mitte, da komme ich nicht rein. So dann, Leute, kommt her. Ich will gleich mal hier mit dem Chef reden. Clear skies? Joris Nikkonen says you have an interesting story to tell. Clear skies to you, my lord. Well, it all began when we came upon this caravan. Go on. Military matters I usually leave in the more than competent hands of the Baron. But Nikkonen sent you to me. You see, he is a rarity in the Stonefist Mercenary Company, the one old hand who was born here. We have known each other almost all our lives. He is the reason Stonefist came to our aid during the Orc invasion. And he sent you to me? That's odd. Why did you come to Coparann? An orc invasion? Happened about 15 years ago. Several tribes got together, whipped to a frenzy by a shaman. They hit us hard and opened a breach, got a foothold in the outer works, and were about to hit the town. Then Gromnir hit them from behind, and they were between hammer and anvil. The Stonefist Mercenary Company? Our military force, since they helped us repel the Orc invasion. Who's Stonefist? Gromnir Stonefist, founder of the Stonefist Mercenary Company. That doesn't answer my question. Our current mission is to escort Lady Kythaela. Coparann was the seat of her family before the Cataclysm. And Lady Kythaela is on a nostalgia trip? Far from it. One of her ancestors left family heirlooms hidden in the fortress. Among those heirlooms, we hope to find clues about the next stage of our quest. Old elven nobility. I am sure I have never seen you before, Lady Kythaela. So tell me something about Coparann that a newcomer or even a casual visitor can't know. In a side valley, there is an imperial mausoleum of Lanarak, home of the honored dead. What's Lanarak? A very particular kind of marble, very precious. The traditional stone for the honored dead. A place of remembrance? Yes, for the honored dead who fell in battle for the Empire. There is indeed an ancient imperial mausoleum in a side valley, sealed off since the fall of Manacalon. Not many know of it. Thank you, my lady. I am convinced. As for the rest of you, you said you were sent by the Legacy Council? We see a lot of Council agents on their way to the Badlands, and they bring a lot of rumors. So tell me, is there any truth to the rumor that the Soraks are back? Yes, and they are as nasty as legends made them. Can they truly possess others? Not possess, exactly. What they do is worse, if you believe the tales that the paladins of Ceannard recovered from their archives. Do me a favor. Walk around our city, talk to the people.
Then report your impressions to Sergeant Nickenen. Not a word about what you told me there. Ah. Do you believe the Soraks are in Coparann? I'll say no more for the time being. Walk the streets, then see Nickenen. Meanwhile, stay in the light. Clear skies to you, Ceannard. Ich wusste gerade auch direkt, warum wir hier rumrennen sollen und mit den Leuten reden. Das, was Anton halt angesprochen hat. Er vermutet, dass die Zorix hier sein könnten. Weil die ja die Gestalt von anderen annehmen können. So, mit wem soll ich denn jetzt reden? Mit den Wachen oder was? Oder allgemein mit den Leuten? Nee. Also hier mit dem Bartender zum Beispiel anscheinend. Oder hier mit der Magd. Sergeant, when can I see my Eric? He is due some liberty. Lass, I already told you. He's assigned to guard duty. A whole week of it? And that after 2 weeks on patrol? No, he just doesn't want to see me anymore. Now, lass, don't you fret. It's not that at all. The old man has his whole patrol on guard duty in the basement ever since they came back. Something's up. And whatever it is, it can't be good. Findet den ersten Hinweis. Es gibt insgesamt 5. Mistress Mildred, the brewer wants to know when to bring the next delivery of ale. He doesn't want it to go stale. He has his reputation to consider. If only the Stonefist had let his thirsty patrol out on leave as usual. But now, we've only got the regulars and the ale's not moving too fast. Take him 2 empty barrels and get 2 new. It's the best we can do right now. Es scheint sich auf jeden Fall um Steinfaust zu drehen. Wir müssen nur noch rausfinden, was da genau dahinter steckt wahrscheinlich. Und du hast auch ein Ausrufezeichen. Achso, dich muss ich direkt anquatschen. Well met, what can we do for you on this fine morning? Der Ceannard schickt uns. The Ceannard sent us to talk to you. Anything unusual in the last days? Well, the Baron came back with a bunch of prisoners. Highwaymen, apparently. I'm wondering why they didn't hang them on the spot. Hanging, eh? Would that be the normal practice? Yes. You don't need that many prisoners to make them talk, if you ask me. We should go. Pleasure doing business with you. Stay in the light. Jetzt weiß man wahrscheinlich auch, warum er die Vermutung hat. Es gibt viele Gefangene. Da ist natürlich dann auch die Gefahr groß, dass sich da vielleicht ein getarnter Zorik drunter verbirgt. Ha! The Ceannard's hopping mad. Why's that? The whole week he's been waiting, and still no meeting with the Baron. Well, that's weird. Usually they meet every day at least. Like an old couple, the 2 of them. Okay, jetzt ist die Frage. Also Ceannard vermutet ja anscheinend selbst, dass hier die Zorik sind. Die möchte ich jetzt mal nicht beschuldigen. Muss es der Baron sein, der die Treffen meidet? Oder der Ceannard vermeidet die, weil er halt Angst hat, dass Zoriks da sein könnten. Und wo ist jetzt der 3. Hinweis? Die ersten beiden waren... Ach, da. Also die ersten beiden waren ja hier beim Gasthaus, dann kann der 3. doch eigentlich gar nicht so weit weg von da sein. It's rather silly, really, this young man.
He asked me for a specific design so he could propose. So, he probably gambled the money away. Not him. Straight arrow. On the fast track to sergeant or higher. I asked around. So, where is this paragon of yours? Consigned to guard duty. A whole week. And that just on his return from patrol. Also das, was hier die Magd eben gesagt hat, ne? Das ist ja irgendwie ihr Mann, ihr Freund gewesen. So. Dann erstatten wir mal Bericht. Well met again. So, you've had a chance to walk around the city and hear what people are saying? So, what do you think? Diese Straßenräuber oder die Soldaten? The story with the highwaymen is also weird. Why keep them prisoner, huh? Normally, the penalty is clear and swift. On the frontier, you don't feed idle people, particularly not scum like the highwaymen. At best, you put them to work. At worst, they become fertilizer. Something is wrong. Soldiers back from a patrol denied leave, posted to guard duty instead of visiting the tavern? There are two things I didn't mention in our last conversation. Things about Roald and the Baron. Mm-hmm. What about Roald? When you told me of Roald's death and returned his personal effects, I was speechless. Not out of grief, but because not a week before, Roald had come back from patrol. You mean one of them is not who he seems? Ah. Okay. Das ist jetzt natürlich wirklich interessant. Und deswegen wollten die wahrscheinlich auch wirklich, dass er stirbt. Und damit die halt vermeiden können, dass er zurückkehrt. Und dann sich die Leute hier nicht wundern, so, okay, der ist doch schon drin. Warum kommt der jetzt auf einmal nochmal? What about the Baron? I've known him for 20 years. I was a founding member of the company. Now, for the first time in 10 years, I am Officer of the Day posted here, and that's not all. For the last 10 years, he's always called me Joris. Now, all of a sudden, it's back to Nikkonen. Something's wrong. I can feel it. Suggestions, Sarge? The Ceannard mentioned your mission. He and I go back a long way. So, go to see the Baron and tell him your heirloom story. I know what his normal reaction would be. So come back and we can compare notes. And if I were you, I wouldn't mention Roald, the caravan, or anything else. Clear skies to you. Okay. Ich habe ja eben schon gesagt, so der Baron scheint ja auch irgendwie was. Scheint ja auch irgendwie komisch zu sein. Haben mir hier die beiden Klatschtanten gesagt. Dass da irgendwas komisch ist. Der Baron erwartet euch. Das ist schön. Muss wahrscheinlich noch hoch, aber ich will hier gerade einmal alles aufdecken. Ich hab's schon erwartet, aber ich wollte zumindest einmal getestet haben. Ich feiere das, wie sie einfach immer wieder die Wände entlang läuft. So, hallo. Greetings, adventurers. Sergeant Nikkonen says you want to see me on some urgent matter? Yes, it concerns our traveling companion, Lady Kythaela. Then let her speak for herself. My lord, before the cataclysm, this valley was in the care of my family. Alas, only a few of us managed to survive, and none at all in the valley. A sad tale, my lady, but not uncommon. Those were dire times. My father passed away recently. Upon his deathbed, he mentioned some family heirlooms
left in a hidden room somewhere in the fortress. With your leave, my lord, I would like to search for this hidden room and retrieve my family's belongings. Out of the question. This is my castle, and all in it belongs to me. Now begone, and be glad that, as a guest, you are protected by our customs. Otherwise, your impudence would land you in the dungeon. He's rude, but he's a dwarf after all. Also für sie scheint es jetzt normal zu sein, weil er halt ein Zwerg ist. Sie hat halt... Aber sie ist ja sowieso nicht so gut zu sprechen auf Zwerge, habe ich das Gefühl. Ach, da ist er schon. Ah, you're back. How did the audience go? Clear skies. Well, he didn't imprison us, just threw us out. Just threw you out? That's not like him at all. Oh, he's not always so generous to strangers? No. Just pragmatic and smart. Pragmatic? It would be cheaper to let you find the heirlooms under close escort. He'd demand a fee, but it's easier than having to search for himself. Gut, das ist nachvollziehbar. Smart. Of course, smart. If we assume Lady Kythaela's story is true, then arresting her or coercing her could have drawn the ire of an elven clan. A pretty stupid move for stuff which might only have sentimental value, so not like Gromnir at all. Fine. What do you suggest? Let me make some preparations. You go back to him tomorrow, as envoys of the Legacy Council. Legt eine lange Rast ein. Gut, dann mache ich das doch mal. Lagerfeuer gab es hier nicht, ne? Ich muss jetzt hier einmal mir ein Zimmer holen wahrscheinlich. Und dann darf ich dorthin als Gesandte des alten Rats. Bin ich mal gespannt, ob der das gedeichtet kriegt. Dass das so gut funktioniert. Seid ihr da, Leute? Aber quer durch die Stadt gelaufen. Hello. Welcome to the inn. Wir brauchen ein Zimmer. We'd like to stay for the night. Sure, get settled. 10 Goldmünzen. Boah. Passt noch. Okay. Geh zum Thronsaal. Oh, es ist Nacht. Ups. Sollte eigentlich bis morgen warten, ne? Aber ich habe halt jetzt 9:30 abends. 10:30. Egal. Die Begegnung oder das nächste Gespräch mit dem Baron, wenn man ihn denn so nennen möchte, schiebe ich da mal auf bis zum nächsten Mal. Weil, ja, keine Ahnung, was das noch so alles mit sich bringt dann. Ich vermute auf jeden Fall mal, dass sowohl World, komischer Name, und der Baron Zauix sind. Und das ist jetzt so meine Einschätzung der Lage. Also Roald auf jeden Fall, weil wir haben seine Leiche gesehen und seine Habseligkeiten zurückgebracht und er sagte so, das kann nicht sein, weil wegen. So, okay. Und der Baron verhält sich ja auch sehr merkwürdig. Also liegt da die Vermutung ja auch sehr nahe, dass da halt irgendwie was in die Richtung faul ist. Jo, bin ich mal wieder gespannt, was dann beim nächsten Mal das Ganze so mit sich bringt. Also, an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.